Einer der bekanntesten Horrorfilme ist erst durch diese Klänge zum Klassiker geworden. Erfunden hat sie ein Berliner Komponist, Oskar Sala, für keinen geringeren als Alfred Hitchcock. Der Hitchcock war so begeistert, als ihm Oskar Sala innerhalb weniger Wochen eigentlich den halben Film gleich vertont hat und die eine Stelle, wo dieser Vogel da durch das Fenster hindurch pickt und es so dieser ganz helle und klirrende Klang entstanden ist, das hat den Hitchcock gepackt und damit war sozusagen war Oskar Sala von einem Tag auf den anderen weltberühmt geworden. Oskar Sala in seinem Berliner Studio. Hier entstehen 1962 auf dem Trautonium die bedrohlichen Vogelschreie, die dem Kinopublikum in der ganzen Welt den Atem stocken lassen. Die einzigartigen Klänge faszinieren auch Synthesizer-Lehrer Holger Kuno aus Wildau. Er beschäftigt sich schon lange mit der Geschichte elektronischer Instrumente. Anfang der 90er Jahre besucht er Sala in seinem Atelier. Dabei hat der Musiker und Komponist ihm verraten, wie die Vogelschreie entstanden sind. Er hat eine Filmmaschine gehabt, da war dann so ein Monitor und dann lief die Szene dazu und dann eine Bandaufzeichnung daneben und dann hat er eben gespielt und also die Geräusche erzeugt und das mit Band aufgenommen, immer wieder auch übereinander gelegt und so dass letztendlich das zu diesen Szenen alles gepasst hat. Alfred Hitchcock verzichtet in den Vögeln auf herkömmliche Filmmusik und setzt fast ausschließlich auf die Geräuscheffekte. Der weltberühmte Regisseur kommt sogar zur Abnahme des Soundtracks nach Berlin und ist fasziniert vom Trautonium, wie Sala in einem Interview im Jahr 2000 erzählt. Und dann haben sie ihm das vorgeführt und wie das da unten fertig war, da soll er also aufgesprungen sein und gesagt haben, now I must see the instrument. Die Geschichte des Trautoniums beginnt 1930 an der Berliner Musikhochschule. Oskar Sala, hochbegabter Pianist, studiert hier Komposition bei Paul Hindemith. Der macht ihn mit dem Ingenieur Friedrich Trautwein bekannt. Der Hindemith sagte dann eben, ja also, wenn Sie auch löten können, dann ist es genau das Richtige, wenn Sie zu dem Trautwein gehen. Denn der Trautwein sucht jemanden, der zwar eine künstlerische Begabung hat, aber eben auch technisch versiert ist. In der Versuchsstelle für Rundfunk der Hochschule der Künste entwickeln sie das Trautonium, benannt nach seinem Erfinder Trautwein. Und Oskar Sala wird zum virtuosen Spieler des Instruments. Es erzeugt Vokale, Tierstimmen, synthetische Klänge und herkömmliche Musik. Ich denke schon, dass es eines der ungewöhnlichsten Instrumente des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Das hängt zum einen damit zusammen, dass mit dem Instrument oder mit der Entwicklung des Instruments wirklich Neuland beschritten wurde. Sowas gab es vorher noch nicht. Die Kombination von Elektronik und gleichzeitig Mechanik, um das Instrument überhaupt spielen zu können. Oskar Sala widmet sein Leben dem Instrument. Er verfeinert es technisch immer weiter, komponiert, hat eigene Rundfunksendungen und vertont Hunderte von Filmen. Das Besondere des Trautoniums, es hat keine Tastatur, sondern eine Saite ähnlich wie bei einer Geige, mit der sich gleitende Tonleitern spielen lassen. Die Dynamik hängt davon ab, wie stark ich da drauf drücke. Für ein Diplomprojekt seiner Hochschule baut Dietmar Rudolph Anfang der 80er Jahre ein neues Trautonium für Oskar Sala. Keine leichte Aufgabe, denn der Künstler hat immer neue Wünsche und ist lange nicht zufrieden. Und er weigert sich beharrlich, seine Kunst weiterzugeben. Er hat niemand ausgebildet. Er hat zwar gesagt, er würde jemand ausbilden, aber er hat es nicht gemacht. Das ist schade eigentlich. Und wenn man guckt, wie viele Knöpfe hier dran sind, da hätte unbedingt jemand ausgebildet werden müssen, um das hernach spielen zu können. In der Wildauer Musikschule lernen sie heute auf Synthesizern. Sie sind moderne Nachfolger des Trautoniums. Dessen Klang bleibt für Holger Kuno unerreicht. Und es stört ihn immer noch, dass er bei seiner Begegnung mit dem großen Pionier der Elektromusik eins
vergessen hat. Was mich am meisten geärgert hat, als ich in Spandau war und Oskar Sala besucht habe, das war die Tatsache, dass ich ausgerechnet meinen Fotoapparat zu Hause liegen lassen habe, sodass ich also heute vielleicht sonst hätte sagen können, ich habe wenigstens ein Bild mit dem Meister zusammen. Aber das war dann leider nicht möglich. Dann noch irgendwas zu besorgen, war nicht drin. 2002 stirbt Oskar Sala, aber seine Klangwelten leben weiter.